Kaum etwas lähmt uns so sehr wie die Angst. Kennst auch du dieses erdrückende Gefühl? Du möchtest so gerne frei sein und all die Abenteuer erleben, die du dir von deinem Leben erhofft hast. Möchtest selbstbestimmt und ohne Ängste entscheiden, was du wann tust. Wärst deine Panikattacken gerne los oder möchtest als Angehörige und Angehöriger gerne Hilfe leisten, wenn ein Nahestehender an einer Angsterkrankung betroffen ist. Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video lernst du alles, was du über Angst- und Panikerkrankungen wissen solltest. Wie zu allen psychischen Erkrankungen existieren auch rund um das Thema Angst und Panik zahlreiche Mythen und falsche Einstellungen oder Erwartungen. Um sich mit diesem Thema wirklich gut auseinanderzusetzen, ist es enorm wichtig, ganz genau zu wissen, was davon wahr ist und was nicht. Beispielsweise: Angst muss immer einen bestimmten Grund haben. Stimmt überhaupt nicht, denn es gibt auch eine generalisierte Angststörung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Personen permanent unter anhaltender Angst leiden. Angst äußert sich nur psychisch. Auch das ist eine Fehlwahrnehmung, denn die Angst äußert sich in vielen körperlichen Symptomen. Angst betrifft nur schwache Menschen. Ist überhaupt nicht wahr, denn Angsterkrankungen können alle Menschen treffen. Es geht nur jeder anders damit um. Angst ist stets etwas Negatives. Absolut nicht, denn eigentlich ist die Angst ein evolutionär bedingter, sogar sehr wichtiger Schutzmechanismus, der uns davor bewahrt, allzu waghalsige Dinge zu tun. Angstauslöser müssen unbedingt vermieden werden. Auch das ist ganz und gar nicht wahr, denn in der Therapie von Angsterkrankungen geht es nämlich genau darum, sich der Angst zu stellen und sich mit dieser zu konfrontieren. Je besser man Ursachen und Auslöser von Angsterkrankungen kennt, umso zielgerichteter kann auch eine Therapie, Beratung oder Behandlung erfolgen. Wie bei vielen anderen psychischen und körperlichen Erkrankungen auch, gilt auch für Angst- und Panikerkrankungen in der Entstehung ein Zusammenspiel aus 3 verschiedenen Faktoren. Diese sind einerseits biologisch bedingt, aber auch psychologisch und sozial. In der Psychologie beschreiben wir das als biopsychosoziales Modell. Zu den biologischen Faktoren zählen auf der einen Seite genetische Aspekte und diese sind gerade rund um die Angsterkrankungen ganz besonders interessant. Denn wer von uns kennt nicht ganz tief verwurzelte evolutionäre Ängste, wie beispielsweise die Angst vor Dunkelheit, die Angst vor Feuer oder die Angst vor kleinen Krabbeltieren, die uns eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde. Daneben existieren aber auch noch biologische Faktoren in unserem Gehirn, wie beispielsweise ausgelöst durch ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter, der Botenstoffe in unserem Gehirn oder natürlich auch hormonelle Ursachen, die einen Einfluss auf unser Angstempfinden ausüben können. Zu den psychologischen Ursachen zählen all jene Dinge, die uns im Laufe unseres Lebens und unserer Entwicklung geprägt haben. Das können ganz akute, traumatische Ereignisse sein, die dazu führen, dass wir vor einem bestimmten Ereignis, vor einem Gegenstand, vor einer Handlung ganz besonders große Angst haben. Es können aber auch chronische, langfristige Prozesse sein, die dazu führen, dass Angsterkrankungen entstehen, wie zum Beispiel dauerhaftes Mobbing oder mangelnde Aufmerksamkeit im Kindes- und Jugendalter. Zu den biologischen und psychologischen Faktoren gesellen sich aber auch, gerade bezüglich der Ängste, noch soziale Aspekte. Aus der Sozialpsychologie wissen wir, dass das Lernen am Modell bzw. das Lernen aus Beobachtung eine ganz besonders große Rolle hinsichtlich unserer allgemeinen Entwicklung spielt. Dabei spielen die ersten Jahre in unserem Leben eine ganz besonders große Rolle. Wenn wir als Kinder nun mit Eltern zusammen leben oder mit anderen nahen Angehörigen, die sehr ängstlich sind und uns dieses Vermeidungsverhalten vorleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir dieses auch ins Erwachsenenalter mitnehmen und vor eben diesen Dingen Angst haben, die uns bereits als Kinder erlernt wurden. Das heißt, an der Entstehung einer Angsterkrankung sind stets mehrere Aspekte beteiligt. Möchte man die Erkrankung zielgerichtet und effizient behandeln, ist es wichtig, dieses Zusammenspiel zu verstehen und individuelle Ursachen und Auslöser zu identifizieren, um damit arbeiten zu können. Kaum eine psychische Erkrankung kann so vielseitig sein wie die Angst. Wir sprechen hier auch häufig von den vielen verschiedenen Gesichtern der Angst. Diese zeigen sich auf der einen Seite in der Intensität der Ausprägung, wie stark wir die Angstgefühle körperlich und psychisch empfinden. Auf der anderen Seite aber auch in die Richtung, in die unsere Ängste gehen.
So können wir Ängste haben vor Spinnen, Ängste vor anderen kleinen Tieren, Ängste vorm Fliegen, vor der Höhe, vor der Dunkelheit. Es gibt nahezu alle möglichen unterschiedlichen Ängste und Phobien. Und beinahe jeder Mensch kennt das Gefühl von Angst. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es kaum einen Menschen gibt, der vor überhaupt nichts Angst hat. Der Unterschied zwischen dieser normalen, alltäglichen und der krankhaften Angst sind zwei ganz wichtige Faktoren. Auf der einen Seite unterscheidet man, steht die körperliche und psychische Angstreaktion denn eigentlich in Relation zu dem auslösenden Ereignis, ist die Reaktion auch wirklich angemessen? Und auf der anderen Seite beobachtet man, wie stark und intensiv die Beeinträchtigung im individuellen Lebensalltag ist. Sind beide dieser Punkte erfüllt, ist in jedem Fall professioneller Rat notwendig. Sehen wir uns nun die unterschiedlichen Gesichter der Angst an. Auf der einen Seite haben wir beispielsweise die generalisierte Angststörung. Personen, die an dieser Form der Angst leiden, empfinden eine permanente Anspannung und eine permanente Bedrohung. Das sind häufig Menschen, die kaum ein Gefühl von Entspannung und Sicherheit empfinden können. Und die Angst richtet sich hauptsächlich dahingehend, dass ihnen selbst oder nahen Angehörigen etwas Schlimmes passieren könnte. Im Gegensatz zu dieser allgemeinen Angst existieren auch noch ganz spezifische Phobien. Hier richtet sich die Angst auf einen ganz bestimmten Gegenstand, eine Handlung, eine Verhaltensweise, ein Lebewesen, was auch immer. Hier ist nahezu alles möglich. Der Unterschied zwischen dem, wenn einem etwas leicht unangenehm ist und einer richtigen Phobie, ist der, dass es ganz, ganz starke körperliche Reaktionen zu beobachten gibt. So ist es beispielsweise eines, wenn ich mich leicht unwohl fühle, weil in der Ecke meines Zimmers eine Spinne sitzt, aber eine ganz andere Form der Angst, wenn ich dieses Zimmer nicht betreten kann, weil ich Angst habe, dass mir das Herz vor lauter Rasen aus der Brust springt. In weiterer Folge gibt es auch noch die soziale Phobie, eine sehr häufige Form der Angst, bei der Betroffene massive Angst vor Beobachtung und vor allem vor Bewertung anderer Menschen haben. Dies kann eine ganz besondere Belastung darstellen, da man sich hier sehr leicht in einem Teufelskreis befindet. Diese Menschen haben gerade davor Angst, von anderen beobachtet zu werden, reagieren daher häufig mit Schwitzen, mit Erröten, fallen durch diese Reaktion besonders auf, was wiederum genau dazu führt, dass sie erst recht von anderen beobachtet werden. Ein Teufelskreis, den man häufig nur mit professioneller Unterstützung unterbrechen kann. Eine besondere Form der Angsterkrankungen stellen Panik und Panikattacken dar. Dabei geht es um relativ kurzfristige, aber ganz massive körperliche Anspannung. Basis dessen ist ganz häufig eine Fehlinterpretation körperlicher Wahrnehmungen. Jeder von uns kennt das Gefühl von Herzrasen oder vielleicht von leichter Atemnot, wenn wir sehr schnell laufen. Menschen, die unter Panikattacken leiden, interpretieren diese körperlichen Signale häufig falsch, sehen darin eine Form der Lebensbedrohung, was dazu führt, dass sich diese Symptome weiter und weiter hochschaukeln und in eine Art Attacke münden. Diese Attacke kann wenige Sekunden bis einige Minuten andauern und fühlt sich für Betroffene derart grausam an, dass sie eine Art Angst vor der Angst entwickeln. Etwas, das in weiterer Folge zu sehr großem Vermeidungsverhalten führt und die Lebensqualität sowie die Lebensfreude der Betroffenen natürlich maßgeblich einschränken kann. Nicht selten treten bei Betroffenen nicht nur vereinzelte dieser Ängste auf, sondern viele dieser unterschiedlichen Angsterkrankungen in Kombination. Umso wichtiger ist es, den oder die Betroffenen richtig gut kennenzulernen, die individuelle Geschichte ausfindig zu machen, sodass man auch wirklich zielgerichtet helfen und unterstützen kann. Die Wahrnehmung von Angst ist meistens mit einer starken körperlichen Anspannung verbunden. Jeder Mensch empfindet diese Anspannung anders. Einige Symptome sind aber bei fast allen Personen gleich. Dazu gehört in jedem Fall ein intensiv wahrgenommenes Herzrasen. Betroffene berichten auch sehr häufig von Atemnot oder einem Druck auf der Brust. Schweißnasse Hände, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, all das kann ebenso dazugehören. Die Ausprägung der Angst ist ebenso unterschiedlich, wie wir Menschen und unsere Empfindungen es auch sind. Die Wahrnehmung dieser Angstsymptome führt häufig zu einer Intensivierung und dazu, dass daraus Panik und Panikattacken entstehen können. Umso wichtiger ist es, den Betroffenen Strategien zu vermitteln, wie sie ihre eigenen körperlichen Funktionen gut kennenlernen und im besten Fall auch kontrollieren können, um diesen aufschaukelnden Angstkreislauf zu durchbrechen.
Viele unserer Ängste sind vollkommen harmlos, begleiten uns im Alltag, tauchen manchmal auf und verschwinden dann von selbst wieder. Jeder kennt so kleine, harmlose Ängste, wo man vielleicht manchmal sogar über sich selbst schmunzelt, weil man plötzlich schweißnasse Hände bekommt, wenn einem eine kleine Maus über den Weg läuft, wo man eigentlich weiß, dass gar nichts passieren kann. Professioneller Rat ist in jedem Fall dann wichtig, wenn die Angst nicht mehr angemessen ist und körperliche Reaktionen wirklich zur Belastung werden. Auch dann, wenn mein Leben, meine Kontrolle, meine Lebensfreude durch die Angst so eingeschränkt ist, dass ich selbst nicht mehr entscheiden kann, was ich eigentlich wann machen möchte. Genau dann kann psychologische Beratung oder Behandlung hilfreich sein, um die Symptome besser kennenlernen und kontrollieren zu können. Bei leichten Angsterkrankungen reicht eine ambulante Psychotherapie oder eine klinisch-psychologische Beratung oder Behandlung häufig aus, um die Symptome kennenzulernen und kontrollieren zu können. Bei wirklich schwerwiegenden Angsterkrankungen kann auch eine medikamentöse Behandlung sinnvoll sein. Sehr häufig werden in diesem Kontext auch Antidepressiva oder Beruhigungsmittel eingesetzt, die ebenso helfen, den Körper in einen beruhigteren Zustand zu versetzen. Hinsichtlich der psychologischen Beratung oder Behandlung kommen bei Angsterkrankungen besonders häufig Techniken und Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie zum Einsatz. Hier steht auf der einen Seite die Interpretation der Angstgedanken ganz besonders im Vordergrund. Denn sehr häufig ist es nicht die Situation an sich, die entscheidend darüber ist, ob wir Angst bekommen oder nicht, sondern die Interpretation dessen, wie wir die Sache denn sehen. So ist es auch zu erklären, weshalb Menschen vor unterschiedlichen Dingen vollkommen anderes Angstempfinden haben. Aber auf der anderen Seite, in der psychologischen Therapie, in der psychologischen Beratung spielt auch die Konfrontation und das Auseinandersetzen mit den eigenen Ängsten eine große Rolle. Man spricht ja auch von Expositionstherapie oder von der sogenannten systematischen Desensibilisierung, wo es darum geht, sich Schritt für Schritt den eigenen Ängsten zu stellen. Beispielsweise ein Flugangstseminar hat als Ziel, als Abschluss der Therapie einen erfolgreich absolvierten Flug, den man gemeinsam mit dem Seminarleiter oder der Seminarleiterin meistert. Am Beispiel der Spinnenphobie kann man sich eine systematische Desensibilisierung so vorstellen, dass man anhand beispielsweise von 10 Stufen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Konfrontation identifiziert. Das könnte auf Stufe 1 zum Beispiel sein, das Bild einer Spinne zu betrachten oder auf Stufe 10 die Spinne dann tatsächlich auf der Hand sitzen zu haben. Ziel dieser Therapieform ist es, dem Gehirn zu zeigen, dass die eigentliche Angst nicht real ist und eine wahrhaftige Bedrohung nicht gegeben ist. In der Regel gilt, dass es natürlich keine allgemeingültige Therapie für alle Angsterkrankungen gibt. Es braucht jeweils ein Kennenlernen der Betroffenen, damit man auch wirklich weiß, woher kommen die Ängste, welche Gedankenmuster liegen dieser zugrunde und welche Therapieform ist genau für diesen Menschen die richtige. Während der Konfrontationstherapie spielen auch Entspannungsmethoden eine ganz besonders große Rolle, die darauf abzielen, dass Personen lernen, ihre eigenen Körperfunktionen zu regulieren. Das Herzrasen im besten Fall etwas zu reduzieren oder die Atemnot zu erleichtern. Wenn man das kann, wenn man seine körperlichen Funktionen in etwa unter Kontrolle hat, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, in einen Angstkreislauf zu geraten, der ja sehr häufig zu Panikattacken führt, sehr viel geringer. Eine Angsterkrankung, die frühzeitig erkannt und behandelt wird, hat sehr, sehr gute Heilungschancen. Auch wenn die Konfrontation sehr unangenehm ist, sind die Aussichten dennoch sehr gut. Wichtig dabei ist es, dass man nicht zu lange wartet, bis sich die Verhaltensmuster wirklich manifestiert haben, sondern bereits dann professionellen Rat aufsucht, wenn man diese noch relativ leicht und kurz beeinflussen kann. Was du selbst tun kannst, wenn du an Angstsymptomen oder Panikattacken leidest. Der allererste und wichtigste Schritt: Versuche die Angstauslöser nicht zu vermeiden, sondern stelle dich deinen Ängsten. Schau ganz bewusst hin und hinterfrage, was sind denn eigentlich die Auslöser deiner Angst? Und vor allem, wovor hast du ganz genau Angst? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn dieses oder jenes Ereignis eintritt? Wenn du unter Panikattacken leidest, können folgende 6 Tipps für dich ganz besonders hilfreich sein. Das allererste ist, während einer Panikattacke bleibe in Bewegung, bleibe aktiv. Vielleicht machst du das Fenster auf oder du möchtest hinausgehen, ein paar Schritte spazieren. Zieh dich nicht in dich oder zu Hause zurück, sondern bleib ständig aktiv. Der zweite wichtige Tipp ist, konzentriere dich auf deine Umgebung.
Bei der Panikattacke ist häufig gerade das Problem, dass wir viel zu sehr auf unsere Körperfunktionen fokussiert sind und durch das Wahrnehmen beispielsweise des Herzrasens noch viel mehr in Panik verfallen. Wenn es dir gelingt, mit der Aufmerksamkeit auf deine Umwelt zu schauen und durch verschiedenste Techniken eher auf das zu blicken, was draußen passiert und nicht auf das, was in dir drinnen geschieht, kannst du die Panikattacke vielleicht abfangen. Wenn die Panikattacke kommt, versuche sie anzunehmen und lass sie vorübergehen. Du kannst dir das vorstellen wie eine Welle am Strand, die sich langsam immer mehr und mehr aufbaut, dann über dir zusammenbricht und am Ufer ganz langsam wieder ausläuft. In etwa so verläuft eine Panikattacke. Du kennst das schon, du weißt, dass nichts passieren kann, dass sie sehr unangenehm, aber gleichzeitig auch ungefährlich ist. Der 4. Tipp ist, lerne deine Körperfunktionen gut kennen und versuche, das Herzrasen, die Atemnot, den Druck auf der Brust nicht als lebensbedrohlich zu interpretieren. Damit kann es dir gelingen, diesen Angstkreislauf zu durchbrechen. Der letzte Tipp, identifiziere Belastungssituationen. Nicht indem du diese meidest, aber indem du Strategien erlernst, wie du mit diesen Situationen bestmöglich umgehen kannst. Was du tun kannst, wenn ein naher Angehöriger oder eine nahe Angehörige an einer Angsterkrankung betroffen ist: erster und wichtigster Tipp: Nimm diese Person so an, wie sie ist und versuche nicht, deren Ängste durch Beschwichtigen irgendwie zu lindern. Damit bewirkst du meistens nur das Gegenteil. Versuche die Person zu unterstützen, indem du Hilfe anbietest, aber gleichzeitig auch motivierst, neue Schritte zu wagen. Würdige kleine Erfolge. Für Menschen, die unter Angsterkrankungen leiden, kann jeder Schritt eine riesengroße Überwindung sein. Schätze diese Fortschritte und feiert gemeinsam den Zugewinn an Freiheit. Vermittle deinem Angehörigen oder deiner Angehörigen, dass du bedingungslos hinter ihm oder hinter ihr stehst und die Angst nicht als Zeichen von Persönlichkeitsschwäche interpretierst. In der psychologischen Beratung bei InstaHelp können wir über deine Ängste sprechen. Wir können eruieren, woher denn deine Ängste kommen und welche Gedanken dieser zugrunde liegen. Wir können gemeinsam Symptome identifizieren und herausfinden, welche Methoden und Techniken dir helfen können, mit deinen körperlichen Symptomen besser umzugehen. Eine psychologische Beratung kann maßgeblich dazu beitragen, eine schwerwiegende Angsterkrankung zu verhindern oder Angstsymptome zu lindern und dir sehr viel Lebensfreude und Kontrolle zurückgeben.